In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von Blender kostenlos Minecraft-Skin erstellen kann. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und kommentiert #GIMP, wenn ich ein Tutorial zu GIMP machen soll. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Blender-Tutorial auf diesem Kanal. Nachdem es sich viele Leute gewünscht haben, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein Tutorial zu machen. Und zwar brauchen wir, um einen Render zu erstellen, 3 Dinge. Und zwar erstmal unseren Rig für Blender, dann unseren Lightroom und ein Skin. Ich werde euch auf jeden Fall alle Links, die ihr dafür benötigt, unten verlinken in der Videobeschreibung. Und so, damit wir jetzt auch richtig anfangen können, müssen wir jetzt erstes diese ZIP-File, also die vom Rig, entpacken. So, wenn wir dann das Ganze entpackt haben, gehen wir hier in Blender ein. Und dann, was wir jetzt allererstes machen müssen, damit wir den Rig auch richtig benutzen können, ist, dass wir das Add-on installieren müssen. Und dafür gehen wir auf Edit, dann auf Preferences, dann klicken wir hier auf Add-ons und dann auf Install. Und dann suchen wir nach unserem Rig, da wo wir ihn entpackt haben, wählen dann diese entpackte Datei aus. Und dann haben wir so eine PY-Datei. Das ist unser Add-on und die wählen wir einmal aus und klicken auf Install Add-on. So, wenn wir dann das gemacht haben, sollte das hier so aufploppen und dann klicken wir hier in dieses Kästchen rein, haben so einen Haken drin und dann sollte das Ganze auch installiert sein. Dann klicken wir auf Refresh und schließen Blender einmal, damit es auch richtig installiert wird. Wenn wir dann wieder Blender geöffnet haben, gehen wir einmal auf File, dann Open, brauchen wir jetzt nicht speichern. Und dann gehen wir wieder, bei mir ist auf dem Desktop jetzt, gehen wir in unsere entpackte Datei und wählen dann hier diesen Rig aus. So, und dann sollte das auf jeden Fall, wenn ihr jetzt erst Blender öffnet, so aussehen. Und dann klickt ihr hier auf dieses Plus, mache ich immer ganz gerne, geht hier zu General und wählt Layout aus. Dann sollte das Ganze so aussehen. Und damit wir jetzt hier auch den Skin sehen können, weil jetzt sehen wir nur einen weißen Block, klicken wir hier auf den Solid Mode und hier auf diesen Pfeil, wählen Flat aus und Texture. Und dann sollte das Ganze auch automatisch so aussehen. Damit wir jetzt auch richtig anfangen können, brauchen wir jetzt erst unseren Skin. Dafür wählen wir irgendeinen Pixelarm oder was auch immer aus. Gehen hier auf Material Properties, das ist dieser rote Kreis. Und dann scrollen wir ein bisschen runter und dann sollte hier Color stehen und dann nebendran Skin Main. Klicken wir hier auf diesen Pfeil, kommen dann hier zu diesem Ordner, entpacken das Ganze und klicken nochmal auf den Ordner und suchen dann nach unserem Skin, wo wir den gespeichert haben. Und wenn wir dann unseren Skin eingefügt haben, sollte das Ganze so auf jeden Fall aussehen. Und jetzt gibt es ein paar Schritte, die wir jetzt erst machen müssen, weil wir haben tatsächlich ein paar Bugs. Und zwar ist der erste Bug, dass wir hier hinten transparente Arme haben. Das wollen wir natürlich nicht. Dafür müssen wir die ganzen umpixeln. Und wir haben hier diese Augen, aber wir wollen die Rig-Augen benutzen, deswegen müssen wir die auch wegpixeln. Das, was wir dafür jetzt machen müssen, ist erstmal in GIMP oder Photoshop oder Paint, was auch immer, reingehen und das Ganze fixen. Das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr jetzt euer Programm geöffnet habt, in meinem Fall GIMP, dann müssen wir das Ganze um 2 Pixel erweitern. Dafür, ich mache die Hände mal so, erweitere sie so um 2 Pixel. Gefällt mir für ein bisschen besser. Und dann hier beim Körper, in dem Fall würde ich vorschlagen, so zu machen. Kann man aber auch beide kopieren. Erweitern wir das Ganze um 2 Pixel. Das Ganze müsst ihr dann auch beim Unterarm auf jeden Fall machen. Mache ich dann auf jeden Fall auch noch. Aber ich zeige euch jetzt erstmal auch direkt noch, wie man die Augen und die Augenbrauen wegmacht. Dafür nehmen wir das und mixen hier mit den Farben über die Augen. Und dann speichern wir das Ganze und überschreiben das einfach. Bevor wir jetzt aber den Skin nochmal neu laden, würde ich als erstes nochmal die Augenfarbe und die Augenbrauen anpassen. Dafür haben wir einige Dinge, die wir jetzt als erstes machen müssen. Und zwar wählen wir hier den Kopf aus und ziehen den einmal nach rechts. Dann würde ich hier unter Edit den Lock Object Mode ausmachen, damit man einfach zwischen Object Mode und Post Mode, wenn man jetzt hier oben auf Post Mode klickt, switchen kann. Funktioniert immer ganz gut. Und dann klicken wir hier mal auf die Augen. Das lassen wir so. Hier oben kann man unseren Move und Rotate Tool immer auswählen. Also einfach hier oben draufklicken auf den Pfeil und dann Move und Rotate wählen. Und dann ziehen wir das Ganze mal ein bisschen hoch. Funktioniert nicht ganz so, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Doch, klar. Und zwar gehen wir von Solid Mode in Material Mode. So sollte das Ganze aussehen.
Und dann machen wir das ein bisschen hoch, müssen nicht immer bei jedem Skin machen, aber meine Augenbrauen sind jetzt halt drunter. Mal, dass wir die Augenbrauen jetzt erstmal auswählen. So, dann hier rechts unter Material Properties haben wir dann hier die Base Color. Nehmen wir die Pipette und klicken einmal die Augenbrauen an. Und für die Augen noch einmal die Augen an. Das ein bisschen versuchen. Ich muss mal kurz hier im Solid Mode, was bei mir einfach zu sehr deckt. Sollten wir hier rechts auch Iris Top und Iris Bottom haben. Klicken wir an. Der Material Mode klicken wir an. Der Pipette genau dasselbe Spiel. So, und das untere. So, dann sollte auch das gemacht sein. So, und jetzt können wir auch direkt den neuen Skin reinladen. Wenn wir dann den neuen Skin reingeladen haben, sollte dann hier alles gefixt sein mit den Armen und die Augen sollten auch alles weg sein. Können wir das eigentlich tatsächlich wieder runterziehen. Das brauchen wir nämlich nicht mehr so hoch. Und dann wählen wir unsere Haare aus, unsere Second Layer Haare. Und dann drücken wir einmal Slash oder bei mir ist jetzt ein Geteil oder Prozentzeichen auf dem Numpad, das ist über der 8. Und dann haben wir das in so einer schönen Einzelansicht, finde ich einfach leichter zu bearbeiten. Dann drücken wir Tab, um in den Edit Mode zu gelangen und wählen dann diese Pixel aus, aber bevor wir das richtig machen können, weil müssen wir hier oben so Punkte, so Striche und so einen Kasten. Wir wollen immer diesen Kasten haben, damit wir es richtig extruden können. Wählen wir das aus und dann drücken wir C, um so einen Kreis zu haben. Den könnt ihr immer mit dem Mausrad kleiner oder größer skalieren. Wenn ihr nach vorne macht, ihr offensichtlich kleiner und nach hinten größer. Und dann malen wir mit wie so einem Pinsel, malen wir einfach hier so ein bisschen rum, wählen diese ganzen Pixel aus. Die sollten möglichst orange leuchten. Und dann gehen wir hier weiter. So, wenn wir das gemacht haben, die Haare alle ausgewählt haben, drücken wir einmal P und Selection wählen wir dann aus. Und dann haben wir hier die Haare von dem anderen getrennt. So, und dasselbe machen wir jetzt auch hier mit der Kappe. Auch wieder Tab für Edit Mode, dann mit C drücken und dann hier so rummalen. Funktioniert immer ganz gut. Ja. Ich weiß, dass einige Leute von euch Probleme haben, so hier Blender zu bewegen. Und zwar drückt ihr einfach das Mausrad und dreht einfach eure Maus in die Richtung, um euch zu bewegen. Und mit C, wenn ihr mit C anhabt, diesen Kreis, dann könnt ihr das Ganze nicht machen. Dafür drückt ihr dann einfach Rechtsklick, dann ist er weg. Und mit Linksklick, wie gesagt, könnt ihr einfach malen. Und dann so bewegen, C wieder an, malen, Rechtsklick, mit dem Mausrad drücken und bewegen. So, wenn wir das Ganze dann gemacht haben, sollte das so aussehen. Gehen wir gleich zum nächsten Kopf, drücken wieder diese Prozenttaste, Tab Edit Mode und hier in dem Fall würde ich die ganzen Hauptpartikel einfach mal löschen. Also wieder C drücken, auswählen mit Linksklick, ein bisschen malen. Wenn wir das gemacht haben, können wir direkt X drücken und dann Faces hier auswählen. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Gehen wir mit Tab aus dem Edit Mode raus. Und ja, dann haben wir unseren Kopf. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem Extrude für den Kopf an. Und zwar stellen wir das Ganze hier unter dem Modifier Tab, machen wir das Ganze mit Zoom ein bisschen, wählen Add Modifier und Solidifier aus und stellen das Ganze auf -4. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal den ganzen Rest hier drauf, wählen hier oben die X-Koordinate ausdrücken, drücken Steuerung C und hier oben fügen wir sie ein. Sollte das Ganze hier so draufgezogen sein. Und dann können wir mit Shift könnt ihr übrigens euch auch so rumbewegen. Wenn ihr euch so rumbewegen wollt, drückt ihr Shift, Mausrad gedrückt und so bewegen. Und rein mit dem Mausrad reinscrollen kommt ihr ein bisschen näher. Und dann gehen wir hier auch wieder auf Add Modifier. Auch das genau dasselbe Spiel. Extruden jetzt die Haare. Ich muss mal gucken, wie dick wir das machen, das Ganze. Naja, ich glaube, das dürfte schon tatsächlich reichen auf -1. Wir machen heute ein bisschen simplen Extrude, weil viele von euch ja das in letzter Zeit mehr feiern. Haben das jetzt hier auf 1 gestellt und dann machen wir das Ganze hier auch noch ein bisschen hoch. Solidify und stellen es auf -7. Wenn wir das Ganze dann gemacht haben, gehen wir tatsächlich zum nächsten Schritt rüber und das ist Subdivisions. Habe ich bisher bei keinem Tutorial so gesehen. Für Minecraft Render ist aber eine Sache, die wirklich euch von abhebt und es einfach viel besser aussehen lässt. Und zwar smootht es so ein bisschen diese Kanten ab.
Und dafür, was wir dafür machen müssen, ist hier beim Solidify müssen wir auf diesen Pfeil klicken und dann Apply. Dann haben wir hier unser Subdivision from Rig vorgefertigt. Drücken hier einmal 4, da einmal 4, gehen dann in den Edit Mode, drücken einmal A, Mean Crease erst auf einstellen, das ist hier unter Item, ganz unten Mean Crease auf einstellen und dann auf 0.75. Denkt ihr jetzt so, ja, hat er jetzt gar nichts verändert? Dafür müssen wir jetzt aber hier einmal diese Armatur anklicken. Dann hier rechts in dieser Leiste sollte Ender Tunnel irgendwo stehen. Dann haben wir die ganzen Optionen und gehen auf Render. Enable Simplify erst anmachen und dann würde ich sagen, machen wir es erstmal aus. So, und wenn wir das jetzt ausmachen, seht ihr, haben wir so ein bisschen abgerundet, sieht besser aus. Müssen wir auf jeden Fall jetzt aber hier oben noch alles fixen. Um das Ganze zu machen, genau dasselbe. Haare auswählen, den Extrude applyen, Subdivision 4 stellen, Edit Mode wieder gehen mit Tab, einmal A drücken, Mean Crease auf 1 und dann Mean Crease auf 0.75. Warum ich das immer auf 1 stelle, ist, weil immer wieder mal zu Bugs kommt und es nicht so richtig funktioniert, deswegen immer erst auf 1 ganz stellen und dann auf 0.75. Und ja, machen wir jetzt auch noch hier und dann würde ich sagen, wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem wir das Ganze jetzt fertig haben, wählen wir uns diesen Haare aus, drücken hier oben auf der Koordinate x-Koordinate 0, nochmal 0 und nochmal 0 und dann haben wir das Ganze auch schon auf den Kopf gezogen. So, jetzt haben wir hier noch die ganzen Extrude Layer, diese ganzen Arme übrigens, bis auf die hier können wir alle löschen. Und dann hier den Second Layer bin ich auch gar kein Fan von. Würde ich auch einfach mal draufklicken, löschen. Auch hier löschen, einfach mal überall löschen. Braucht man nicht unbedingt. Und dann können wir direkt auch zum nächsten Part übergehen, und zwar den Arm Extrude. Dafür drücken wir auch einmal 100% / und hier würde ich jetzt immer die Whole Pixel auswählen einfach. Wenn wir das gemacht haben, wieder Paste Selection. Dann können wir hier oben den Arm auswählen und Solidify wieder hinzufügen und da stellen wir mal auf minus 0.3. Wenn wir das gemacht haben, können wir wieder mit Z-Taste drücken und wieder rausgehen. Der nächste Schritt jetzt hier bei dem Arm würde ich sagen, ist auch hier direkt mal die Subdivisions hinzuzufügen. Von der Dicke würde ich genau dasselbe auch bei dem Arm machen, genau wie bei allem anderen. Das sollte immer ungefähr gleich dick sein, außer bei den Haaren. Und dann hier wieder Apply drücken, Subdivisions, diesmal stellen wir aber die ganzen nur auf 3. Gehen wir in Edit Mode, drücken A, Mean Crease erst auf 1 und dann diesmal auch auf 0.85. Also wie gesagt, Haare 4, beides einstellen plus 0.75, Körper und Arme und alles hier 3 und 0.85. So, und das genau dasselbe machen wir jetzt auch hier rechts und dann sehen wir es auch gleich wieder. So, wenn wir dann das gemacht haben, dasselbe beim anderen Arm können wir das hier mit X, das Ganze löschen, die Hand, und dann wählen wir den Arm aus, X-Koordinate wieder nehmen und hier oben rein kopieren, dasselbe machen wir auch da. Und tatsächlich müsst ihr auch hier auf die Hand, müsst ihr genau dasselbe auch nochmal machen, mit den Subdivisions wieder auf 3 stellen, Mean Crease und genau dasselbe nochmal machen, auch auf der anderen Seite. So, wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt nächstes zum Körper. Was ich euch immer empfehlen will, wenn ihr so diese Haut hier habt, würde ich immer den Körper so nehmen und dann einfach hier so extruden ein bisschen, so auswählen. In dem Fall mache ich das jetzt aber hier so, weil das sich gut anbietet. Wählen wir die Pixel aus, wieder mit P-Selection, und dann machen wir genau dasselbe wie bei den Armen. Minus 0.3 und auch wieder Solidify hinzufügen und Subdivisions. Den Körper können wir dann auch hier wieder löschen, habe ich ja gerade gemacht. Brauchen wir einfach nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Schritt, und zwar den Beinen. Gehen wir auch hier mit rein, und hier würde ich euch so die Schuhe ungefähr könnt ihr so im selben Style extruden. Mache ich immer so gerne, machen viele tatsächlich. Ja, wählen wir hier den oberen Bereich aus von den Schuhen, drücken P Selection und dann hier den unteren Bereich und machen das hier so. Wählen das Ganze aus, auch Subdivisions, ich würde Solidify die Subdivisions würde ich hier auf minus 6 stellen und das untere so auf minus 10. Kann man ein bisschen rumprobieren, sofern ihr die Hose oben drüber extrudet, muss man beides wahrscheinlich dicker machen. Aber ich würde es auch hier nicht versuchen zu dick zu machen. Das Ganze wieder applyen und dann auch schön die Subdivisions wieder machen, so wie davor. Dasselbe machen wir jetzt auch nochmal hier mit dem Bein. So, wenn wir dann das Ganze gemacht haben,
Hier auch wieder Subdivisions hinzufügen, auch immer ganz wichtig. Müssen wir hier auch beim Körper auch machen, überall ganz wichtig. Nicht nur beim extrudeten Part und dann hier auch wieder Mean-Crease und alles. Sollte jetzt klar sein. Und dann hier mit den Füßen auch wieder mit der X-Koordinate kopieren und dann einfach wieder hier einfügen, rüberziehen und dann sollte das Ganze auch fertig sein. So, und damit haben wir auch unseren Extrude abgeschlossen. Ich würde hier noch die Augen ein bisschen verschieben, wenn mir das nicht so gefällt. Sollte ich auf jeden Fall auch machen, sieht sonst komisch aus. Ich sehe mit der Armatur, mit diesem Pfeil oben unten kann man das hier so bewegen. Ich ziehe die jetzt mal so runter, sollte passen. Und dann können wir das Ganze auch speichern und dann File Save As. Und dann speichern wir das Ganze einfach mal ab und dann sind wir auch soweit und können jetzt mit dem zweiten Part anfangen. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt, sage ich mal, zum nächsten Part oder zum zweiten Part. Und zwar der Pose. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die ich immer gerne einstelle. Ich hoffe mal, dass ihr hier unter Edit schon Lock Object Mode rausgemacht habt. Falls nicht, müsst ihr das auf jeden Fall tun. Hier bei Global würde ich Local auswählen. Fühlt sich einfach für mich besser an. Und hier oben, wie gesagt, eure Sachen zum Bewegen auswählen. Move und Rotate, ganz wichtig. Und dann gibt es hier noch ein paar Funktionen unter dem Entertainer Rig Add-on. Und zwar bei Control Main Settings einmal anklicken und Dynamic Head anmachen. Und dann kommen wir hier zum Design. Da würde ich anstatt Sharp würde ich hier Round machen, weil ich kann es euch einmal zeigen. Wenn wir jetzt hier den Arm bewegen, sieht man so, oh nice, schön abgerundet. Dann haben wir hier Sharp, so ein bisschen hart und Smooth sollte so leicht sein. Bin aber ein Fan von Round einfach. Kann man hier aber rumprobieren, was einem besser gefällt. Was ich noch gerne mache, weil mir gefallen diese Armaturen hier nicht ganz so. Weil wenn ich den Körper hier so bewege, dann gefällt mir das einfach nicht. Das sieht einfach komisch aus mit den Armen. Muss man dann zu oft umstellen. Wähle ich hier unter Control 1 aus. Und dann müsst ihr die Arme tatsächlich so bewegen. Oben auswählen. So macht die Beugung und damit macht ihr Smooth. Ja, gefällt mir aber so am besten. Um jetzt zu starten, würde ich euch empfehlen, keine Ahnung, sucht euch irgendeine Inspiration von Thumbnails, irgendwelchen anderen Designern, die Pose ihr nachmachen wollt, Pinterest, was weiß ich. Nachmachen ist auf jeden Fall nicht so schlimm, solange man es halt nicht 1:1 nachmacht, also ein bisschen Inspiration ist auf jeden Fall gut. Auch wichtig, vor allem für die Anfänger. Ich würde jetzt sagen, ich mache einfach mal eine Pose und ihr könnt einfach mal zuschauen, wie ich so meine Ränder mache und euch daran ein bisschen inspirieren. So, ich habe jetzt hier mal grob meine Pose, sag ich mal, so ungefähr fertig gemacht. Und jetzt gehen wir hier mal rechts auf Animation. Und dann haben wir hier diese ganzen Gesichter. Und ich überlege jetzt mir mal, welchen nehmen wir denn so aus? Nehmen wir doch den. Gucken ein bisschen nach rechts. Da. Ich würde sagen, wir müssen es auf jeden Fall noch ein bisschen verschieben. Um jetzt hier noch diesen Schein, sag ich mal, zu fixen, können wir hier auf die Augen versuchen zu klicken, müssen wir ein bisschen reinzoomen. So, haben wir jetzt hier ausgewählt und dann sollten wir hier Material Properties sollten wir ein bisschen runterscrollen. Hier ist Specular, müssen wir einmal auf 0 stellen und dann sollte das Ganze auch nicht mehr so scheinen. Müssen wir mal hier gucken, weil es gibt ab und zu mal Bugs und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich auch welche und die müssen wir tatsächlich an den Armen fixen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich zeige es euch mal gleich. Hier sind so Linien. Kann oftmals auftreten. Und dafür müssen wir jetzt hier rechts auf Disable Me müssen wir hier anklicken. Hier oben bei diesem Trichter, beim Filter, einmal diesen Pfeil auswählen und diesen Fernseher. Und dann Disable Me müssen wir hier das alles anklicken. Und dann die eins drunter anwählen. Jetzt ziehen wir das mal hier ein bisschen rüber. Und dann suchen wir mal nach LA. Und wenn wir das gefunden haben, dann klicken wir das mal an. Und dann mit S skalieren wir das Ganze größer und dann sollte auch der Bug gefixt sein. Dann müssen wir noch den rechten Arm raussuchen, das ist der hier.
Klicken hier an, auch mal bisschen größer skalieren, dann soll das Ganze wieder gefixt sein. Macht ihr dann hier wieder aus. Und dann haben wir das auch gefixt, damit wir das Ganze aber rendern können. Dass wir noch eine Kamera hinzufügen, das können wir jetzt wieder ein bisschen kleiner machen. Und dafür wählen wir hier irgendwas im Object Mode ausklicken auf Head und dann Camera. Und dann könnt ihr euch so nehmen, okay, was sieht denn ganz cool aus? Wie sieht das ganz cool aus? Macht mit View und dann Align to Camera View. Wählen hier diese Kamera aus. Hier oben ist dann so ein Kamerasymbol. Und dann hier stellen wir einmal das ein bisschen raus, dass so ein cooler Zoom-Effekt wird. Und dann, was ich immer noch gerne mache, ist bei Viewport Display einfach mal hochstellen. Dann sehen wir halt was alles nicht auf der Kamera mehr drauf ist. Und dann gehen wir hier auf View rechts und klicken hier unten auch einen Haken rein. Camera to View heißt es, glaube ich. Und dann können wir mit dem Mausrad uns so rein und raus scrollen. Kommen wir näher und weiter weg. Und wenn wir Mausrad gedrückt halten, können wir uns bewegen. Und jetzt muss man halt da ein bisschen rumprobieren, okay, was ist eine coole Pose. Speichern wir das dann so ab, indem wir einfach mal wieder auf File und dann Save As. Und wenn ihr dann den Lightroom, den ich euch unten verlinkt habe, geöffnet habt, oder ihr könnt ja auch eure eigene benutzen. Ich finde den nur ganz okay, dafür dass er free ist und so, ist eigentlich ganz gut. Klicken hier auf Plus, General und dann Layout. Dann sollte das Ganze so aussehen. Klicken hier drauf und klicken auf das untere Delete und löschen damit den Render. Und jetzt nehmen wir File, Append und dann importiert ihr einfach eure Pose, euren Render, den ihr gerade gemacht habt. Wählt es dann hier aus, klickt auf Collection und dann Import Me. Versucht daran zu denken, dass wenn ihr irgendwelche Sachen hinzufügt, dass sie in einem Ordner sind. Also das heißt, wenn ihr das jetzt hinzufügt, muss die Kamera hier in diesem Ordner sein. Wenn ihr nämlich jetzt so hier draußen wäre, dann würde die nicht importiert. Dann gehen wir hier in die Kamera, können hier wieder wie vorhin draufklicken, Flat und Texture und dann sehen wir hier gleich, haben wir unser Ding. Und dann wählen wir die ganzen Lichter einmal aus, drehen das einmal so ein bisschen zum Render hinzu, können das noch ganz ein bisschen größer skalieren. Da müsst ihr mit dem Lightroom ein bisschen rumprobieren. Noch eine Sache habe ich für den Lightroom, und zwar wenn ihr oben drauf klickt, könnt ihr ein bisschen runterscrollen und dann zu Color Management, dann Use Curve Haken reinmachen und dann könnt ihr hier ein bisschen die Kurven bewegen. Muss man nicht unbedingt, aber was man hier auf jeden Fall machen kann, ist dieser Exposure, damit macht man es heller oder dunkler und hier mit ein bisschen rumspielen und dann würde ich sagen, später ein bisschen rumguckt, was euch passt. Und zwar müssen wir hier oben draufklicken, ganz oben bei Render Properties und dann Samples auf, ich weiß nicht, was sagen, 125 oder so stellen, also irgendwas zwischen 100 und 150 und dann rendert ihr das Ganze durch mit Render Image. Hiermit hätten wir unseren fertigen Render. Wenn ihr jetzt einen zweiten Part zum Editing haben wollt in GIMP, dann schreibt auf jeden Fall fleißig GIMP in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt auch mit dem Video? Lasst ein Like und ein Abo da und ciao.